Hallo zusammen, hi everybody. Hier habe ich noch das Bild, das kennt ihr noch, wo ich gemacht habe. Gefällt mir nicht so, sieht ziemlich dreckig aus. Und ja, dieser Swirl, den hat es natürlich auch wieder voller Zellen gehauen. Ich möchte heute was ausprobieren, also der Keilrahmen ist 40 auf 30 cm. Ich habe mir jetzt mal hellere Farben angemischt, und zwar Türkis, Kaminrot, dann habe ich hier Sand, das ist so ein helles Braun, und Weiß. So, hier habe ich zu viel Zellen. Das will ich jetzt verhindern, indem ich einfach weniger Silikon reinmache. Und zwar, ich werde jetzt nur in Kaminrot und Türkis Silikon reinmachen. Und zwar dieses von Caramba, das Silikonspray, habe mir das hier ein bisschen abgefüllt. Will nur einen Tropfen in jede Farbe reinmachen. Und nicht mehr. Und ihr werdet sehen, das reicht. So, ein Tropfen in jede Farbe. Weil ich auch Stellen haben möchte, wo nicht alles voller Zellen ist, sondern auch mal etwas freistehend. Also ohne Zellen. So. Was ich machen möchte, den Rahmen außen die Kanten bestreichen. Ist eigentlich immer sinnvoller. Wie gesagt, beim Bild, wo ich davor gemacht habe, ich glaube vor ihm oder nach dem Bild, habe ich es ja nicht gemacht, und ihr habt genau gesehen, dass es am Rand fast sogar wieder zurückgelaufen ist. Darum für euch nochmal am besten vorstreichen. Mit was für einer Farbe ihr das macht, ist ja egal. Ihr müsst halt schauen, was ihr viel habt an Farbe. Wenn ihr jetzt weiße Zellen möchtet, natürlich am besten weißen Hintergrund. Aber das kennt ihr ja schon. Okay. So, der Rest könnt ihr einfach verstreichen. Mache ich eigentlich auch immer so. Und dann ist gut. Kurz die Handschuhe abwischen. So. Ich werde jetzt meinen Becher nehmen. Ich werde Flipcups machen und dann laufen lassen. Machen wir erstmal einen Becher mit allen Farben. So. Fast schon zu viel, aber gut. Plupp. Das war der erste Becher. Ich überlege gerade. Ne, ich nehme den gleichen Becher. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Sand außenrum, damit es etwas heller wird. So. Obwohl, ich habe da jetzt viel Rot drin, wollte da weniger Rot haben. Kommt dann nämlich dort einen neuen Becher. Ich mache hier braun, grün und weiß rein nur. Und schmeiß den dahin. Kann ich jetzt mal ein bisschen rot drehen, außenrum. Ein bisschen Türkis noch. Und noch ein bisschen Sand, weil es so schön ist. Okay. So, das reicht eigentlich schon an Farbe auch.
ich sagen, wir lassen es mal ein bisschen laufen. Erstmal darüber, weil hier habe ich ja alles schon am Rand. Ich will aber hier von diesem Türkis nicht so viel verlieren. Na komm, machen wir die Kante erst voll hier. Ihr seht vielleicht auch am Fluss her, also vom Laufen lassen her, ich habe es etwas dünner gemacht, die Farbe dieses Mal, es läuft auch besser. So. Jawohl, hier alles unten. Ich drehe es mal um, dass ihr seht. Hier unten habe ich ja den roten Teil. Da wird natürlich jetzt noch etwas verschwinden. So. Lassen wir das Ganze mal wieder ein bisschen hochlaufen. Und ihr seht schon, es bilden sich schon leichte Zellen und ich habe wirklich nur einen Tropfen rein. So, ist doch gut. Ziehe mal die Handschuhe aus. Ich habe hier natürlich ein paar Luftbläschen, warum auch immer. Das liegt, glaube ich, an diesem anderen Silikon diesmal. Aber nicht das Problem. Das Silikonspray, sage ich jetzt mal von Caramba, wirkt halt etwas anders wie dieses Silikonöl. Teilweise auch heftiger, aber ihr habt keine Silikonstellen nachher, wenn es getrocknet ist. Das ist ein bisschen der kleine Vorteil daran. So, ihr seht, es bildet sich schon leicht Zellen. Ich werde jetzt eins machen. Ich werde hier nur mit dem Heißluftföhn bzw. mit meinem Brenner nur hier kurz vorbeifahren und einmal hier vorbeifahren. Es bilden sich sonst zu viel Zellen wieder. Also ihr müsst nicht alles voll haben. Es kommen natürlich hier auch noch vereinzelt Zellen, aber da könnt ihr viel beeinflussen, wo ihr erhitzt. So. Zack. Zack. Und eigentlich schon fertig. Hier. Noch ein bisschen. Ich könnte jetzt auch sagen, hier der kleine Streifen. Komm, dann machen wir da noch. So, aber mehr nicht. Weil ihr seht, da kommt schon relativ große Zellen, die sich von alleine bilden. Und jetzt könnt ihr mal zuschauen, wie das arbeitet. Ich lasse es jetzt nämlich einfach mal ein bisschen stehen, damit ihr seht. Ich kann es ja auf Schnelllauf machen, damit ihr seht, wie das noch nacharbeitet. Und dann zeige ich es euch dann von nahem. So Leute, ich denke mal, da tut sich schon noch ein bisschen, aber nicht mehr so viel. Ich werde es jetzt so lassen. Ich zeige es euch dann jetzt mal von nahem. Und dass ihr das auch mal gesehen habt. Also ja, verschiedene Silikone geben einfach verschiedene Effekte. Und das Silikonspray, wenn ihr das wirklich rausnehmt aus dem Spray, also irgendwo in einen Becher,
reinmacht, dann habt ihr auch nicht das ganze Spray-Zeug drin, also diese Gase drin, sondern nur das reine Silikon. Ups. Und dann passt das auch. Okay, dann würde ich sagen, ich zeige es euch jetzt mal von nahem. Dann bis gleich. So, jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Ich fange jetzt einfach mal wieder unten rechts an. Ihr seht also, es gibt verschiedene Zellen. Manche vielleicht nicht so schön, so wie diese hier. Aber ich finde, mit diesem Silikon von Caramba, mit dem Silikonspray, gibt es halt doch irgendwie, ich sag mal immer so blumenartige Zellen. Also ihr seht es auch hier jetzt zum Beispiel. Ja, hier oben schöne kleine, wo ich nicht erhitzt habe. Und vor allem auch schöne große Zellen. Also wer große Zellen möchte, für den ist das Silikonspray auch gut. Da braucht ihr nicht viel machen. Okay. Was ich euch zeigen kann, geschwind, das habe ich vorher mal gemacht. Ein ganz kleines hier. Seht ihr diese blumenartigen Zellen? Kommen halt schon feine Sachen raus. Oder hier jetzt zum Beispiel. Da habe ich jetzt auch noch mal ein Bild gemacht. Dass ihr es einfach auch mal seht hier. Jetzt kommen auch verschiedene Effekte raus einfach. Gut. Das ist mal ein schönes helles Bild. Und dann war es das schon wieder von mir. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bye.